Hey, heute ist ein bisschen viel, deswegen ich komme sofort. Und nein, das ist kein Sponsoring, das ist einfach nötig, weil wir so unglaublich viele geile Themen haben. Und zwar die Corona-Warn-App, die Signalmacher sind Hacker, Anonymous macht einige krasse Aktionen und dann haben wir natürlich noch die Luca-App und Elon Musk, der euch wieder mal Gehirnchips einpflanzen möchte. Viel Spaß! Und natürlich starten wir wie immer mit den Hacking-News, ihr kennt das Ganze ja schon. Heute mit einem ziemlich gravierenden Ding, was vermutlich viele von euch betrifft. Und zwar geht es um Open-Source-Software. Die wiederum können Links verarbeiten. Ich mache mal kurz ein Beispiel. Ja? Ich schicke jemanden via Telegram zum Beispiel einen Link. Dieser Link wird dann von demjenigen angeklickt und kann dadurch, je nachdem wie dieser Link geformt ist, gewisse Aufrufe tätigen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich eben File // angebe, dann kann ich damit eine Datei öffnen lassen. Und diese speziellen Hyperlinks, also nicht HTTPS, sondern eben dieses File oder auch NFS oder SFTP etc., diese Links wurden scheinbar nicht richtig validiert und können nun ausgenutzt werden. Das ist unabhängig vom Betriebssystem und folgende Projekte sind alle betroffen. Wir haben einmal Nextcloud, wir haben Telegram, wie schon gerade gesagt, wir haben den VLC Media Player, mit dem könnt ihr auch Links öffnen. Wir haben OpenOffice, wir haben LibreOffice, wir haben Mumble, wir haben Dogecoin, Bitcoin ABC, Bitcoin Cash und Wireshark und auch WinSCP. Und das ist sogar betriebssystemunabhängig hier. Das heißt, egal ob ihr Linux habt, ob ihr Mac habt oder ob ihr Windows habt, diese Software hat halt einfach Schwachstellen gehabt, die eben dadurch resultieren, dass die Links nicht richtig überprüft wurden. Für eigentlich alles außer OpenOffice ist schon der Patch draußen. Das heißt, solange ihr kein OpenOffice benutzt, bitte einmal alles durchpatchen, dann ist alles okay. Wenn ihr OpenOffice benutzt, patcht das Ganze, sobald es rauskommt und klickt bitte nicht auf irgendwelche Links drauf, solange. Das heißt, in euren Office-Dokumenten natürlich. Also außerhalb kein Problem, nur in OpenOffice vielleicht noch nicht. So, und das nächste ist etwas, das nervt mich langsam, euch das schon wieder mitteilen zu müssen. Und zwar ist schon wieder eine Corona-Teststation nicht abgesichert gewesen. Die haben wieder mal überhaupt nichts für ihre Sicherheit gemacht und wenn man einfach nur in die URL-Adresszeile, also da, wo man einfach die Website aufruft, ein kleines bisschen was anderes reinschreibt, dann hatte man schon wieder Zugriff auf die Daten von 6000 Corona-Test-Registrierten bzw. abgeschlossenen. Das heißt, Leute, die Corona-Tests machen lassen haben, deren Daten wurden natürlich gespeichert und es wurde nichts für ihre Sicherheit getan. Darunter sind auch wieder natürlich die vollen Namen, die Adressen, die Telefonnummern, die E-Mail-Adresse, je nachdem was angegeben wurde und natürlich Testergebnis. Also die sparen nicht mal an Daten und pulvern dann quasi alles ins Internet raus. Wir haben mittlerweile, glaube ich, so ziemlich fast jeden mal geleakt im Internet und das bedeutet, wir müssen einfach jetzt langsam damit klarkommen, dass all unsere Daten wieder öffentlich sind und das ist nicht schön. Darüber mache ich aber wahrscheinlich auch ein gesondertes Video. Eine weitere ziemlich wichtige Infrastruktur, die man eigentlich nicht gehackt haben möchte, ist die Polizei. Diesmal allerdings zum Glück nicht in Deutschland, sondern in Washington DC. Das heißt, die Hauptstadt von Amerika, da wurde halt mal die Polizei gehackt. Und die Hacker haben tatsächlich damit gedroht, die Daten der Beschäftigten, also der Polizisten, die dort arbeiten, zu veröffentlichen und haben das tatsächlich auch teilweise getan. Das kann natürlich ziemlich üble Konsequenzen haben für die Polizisten, denn die sind ja schon ein bisschen darauf angewiesen, dass sie einigermaßen anonym bleiben, denn es gibt sehr viele Leute, die was gegen die Polizei haben und die dort beschäftigt sind nicht unbedingt die wirklich die Schuld an manchen Dingen tragen und ihr wisst, was für Proteste in Amerika gerade abgehen. Wäre ich vorsichtig mit solchen Daten, die sind etwas sensibel in diesem Fall und ja, die Hacker haben da scheinbar keine Skrupel gehabt, die zu leaken. Das nächste betrifft euch allerdings etwas direkter wieder und zwar WhatsApp. Ja? Viele Leute haben immer noch WhatsApp. Dieses Mal will ich hier nicht ranten über den Datenschutz, den WhatsApp nicht hat, sondern wir wollen darüber ranten, dass sie 2 Sicherheitslücken hatten und die jetzt erst gerade vor kurzem gefixt wurden. Was dabei möglich gewesen wäre, also ihr habt WhatsApp installiert und ihr schreibt darüber mit Personen, ja, so weit so gut. Das Ganze ist natürlich verschlüsselt. Jede Webseite und auch jeder Dienst hat eigentlich heutzutage eine Verschlüsselung zu ihrem Server. Ob das dann jetzt Ende zu Ende verschlüsselt ist, ist nochmal was anderes. Aber in diesem Fall wurde die TLS-Verschlüsselung zu WhatsApps Webserver attackiert, beziehungsweise man konnte das Ganze so weit treiben, dass man Code in WhatsApp ausführen konnte.
Das Ganze war ein bisschen komplizierter, denn man kann nicht einfach jetzt hergehen und jemandem einfach eine Nachricht schicken, sondern man hat tatsächlich hier erstmal eine bösartige App auf eurem Telefon installieren müssen und konnte dann auf WhatsApp quasi zugreifen. Das heißt, man konnte einmal die Session Secrets rausfinden und man konnte Code als WhatsApp ausführen, sprich auch WhatsApp quasi mitlesen im Endeffekt. Und das ist natürlich nicht unbedingt das, was man haben möchte. Sowas ist aber zum Beispiel eine Lücke, die, wenn sie nicht gefunden wird, ziemlich gerne von einem Staatstrojaner ausgenutzt werden würde. Denn normalerweise sagt Android genau, bis wohin eine App gehen darf und was sie nicht darf. Deswegen ist es auch so schwer, verschiedene Dinge zu tun, wenn man Apps entwickelt. Und es ist eigentlich eine gute Sache, denn Android hat ein gutes Security-Konzept, aber wenn natürlich jetzt WhatsApp hergeht und eben Content Doppelpunkt / also diese spezielle URL wieder als URL interpretiert und darüber dann Code ausgeführt werden kann, das kann gefährlich werden. So, das nächste ist nur eine kurze Warnung und zwar, es geht um Network Attached Storage. Das heißt, Speicher, Festplatten sozusagen, die an euer Netzwerk angehängt sind. Das heißt, ihr stellt euch da so eine Kiste hin und die packt ihr halt direkt neben den Router und schließt diese Kiste an den Router an, als wäre es ein Rechner. Und über diese Kiste könnt ihr dann quasi Dateien speichern. Da sind normalerweise viele Festplatten drin, da speichert man Filme drauf, dann kann man sie auf dem Fernseher angucken und im Nebenzimmer und gleichzeitig halt mehrere Leute. Und das ist sehr, sehr komfortabel. Ein sehr beliebter Anbieter ist QNAP. QNAP weiß ich zum Beispiel, dass Alexi Bexi eins benutzt und da gibt es natürlich auch kleinere Versionen, nicht unbedingt so ein Riesending, was er hat, ist aber ziemlich cool. Aber der Punkt ist, da gab es jetzt eine Schwachstelle. Das heißt, man müsste dieses Ding einmal updaten. Und das machen die teilweise nicht automatisch, deswegen müsst ihr das teilweise wirklich von Hand machen. Deswegen bitte ich euch jetzt einmal kurz QNAP zu aktualisieren. Ansonsten kann man hier auch wieder auf euer QNAP zugreifen, wenn man eigentlich gar nicht dürfte. Und das ist nicht unbedingt das, was man möchte, vor allem mit solchen Dateien, die man da drin gespeichert hat. Okay, das nächste ist wieder ein kleines bisschen größer. Es handelt sich um NameRack, eine Schwachstellensammlung gefunden von Forescout. Und das betrifft, das hört sich jetzt erstmal komisch an, betrifft aber vor allem natürlich Internet of Things Geräte. Und hier mal eine kurze Zusammenfassung. Es betrifft Handys, es betrifft elektronische Geräte, die vielleicht da drin hängen. Es betrifft Office- und Business-Automationsgeräte. Es betrifft generell Automationsgeräte, also auch in der Industrie. Industrieroboter sind davon betroffen. Power Supplies sind davon betroffen. Kommunikationsnetzwerkdienste in der Luftfahrt und auch in dem Verteidigungssystem drin. Es ist quasi alles in Internet of Things drin. Ja? Natürlich auch eure intelligente Kaffeemaschine und euer intelligenter Kühlschrank. Und vielleicht auch wieder einige kluge Glühbirnen, also klug in Anführungsstrichen. Und zwar wird hier geschätzt, dass es so circa, ganz grob, 5 bis 6 Milliarden Geräte betroffen sind. Warum? Also die sind ja offensichtlich nicht alle vom selben Hersteller. Der Punkt ist, dass die alle aber auf dieselbe Bibliothek zugreifen, beziehungsweise auf 4 Bibliotheken und alle davon hatten dieselbe Schwachstelle. Und hier ist die Schwachstelle eben wieder mal TCP/IP-Stack. Das heißt, in dem Stack, also in dem Paket sozusagen, das man benutzen kann, mit dem diese Geräte dann mit dem Internet kommunizieren. Und solche Kommunikationen sind natürlich gerade das Sensibelste, denn wenn die angreifbar sind, dann kann ich quasi Code einfach so auf diese IoT-Geräte draufpacken, ohne dass ich das möchte. Oder als Hacker möchte ich das natürlich, aber der es besitzt, möchte das nicht und kann dann halt teilweise einfach Code ausführen. So, das heißt, ich kann natürlich dann auch hergehen, euren intelligenten Kühlschrank übernehmen und den dann einfach Sachen machen lassen. Jetzt, warum ist das irgendwie wichtig? Also, ich meine, mich stört normalerweise nicht, wenn irgendjemand Code auf meinem Kühlschrank ausführen würde. Aber wenn dieser Code bösartig ist, nehmen wir einfach mal an, er nutzt die Leistung eures Kühlschrankes, um Bitcoin zu minen oder irgendeine andere Kryptowährung zu minen. Dann kostet euch das sehr viel Strom und der Hacker bekommt quasi Geld. Das kann auf euren Glühbirnen sein, das kann überall sein, all die Geräte, die ich gerade da aufgezählt habe. Und es könnte sogar noch ein bisschen schlimmer sein, denn eure Geräte könnten in ein sogenanntes Botnetz reinkommen und dieses Botnetz kann dann natürlich Webseiten angreifen. Das heißt, ihr seid quasi Straftäter, wenn ihr euren Kühlschrank nicht richtig abgesichert habt und euren Kühlschrank zum Beispiel dann einfach auf die CDU-Webseite zum Beispiel feuern lasst und dann kommt plötzlich die Polizei bei euch vorbei, verknackt euch, weil ein Hacker euren Kühlschrank missbraucht hat, um solche Dinge zu tun. Und deswegen ist sowas immer ein bisschen schwierig. Jetzt, was ihr tun könnt, ist natürlich möglichst alle Internet of Things Geräte so abzukapseln, dass sie nicht mehr aufs Internet Zugriff haben, sondern eben nur noch auf lokale Dienste. Also wenn ihr sie updaten könnt, dann tut das. Das ist aber leider häufig nicht möglich.
Und wenn ihr denen quasi den Zugriff beschränken könnt, dass niemand von außen auf das Gerät drauf zugreifen kann und ihr aber auch nicht, also euer Gerät auch nicht von eurem lokalen Netzwerk, von eurem WLAN aufs Internet, also auf das öffentliche Internet zugreifen kann, dann habt ihr schon mal einen richtig guten Dienst gemacht. Hier geht es noch ein kleines bisschen weiter. Auch DNS-Server muss man lokal hosten. Und hier wird es jetzt sehr, sehr technisch bzw. lokal einstellen, denn die DNS-Server konnten quasi injiziert werden. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Beschreibung. Es ist sehr technisch und ja, ich hoffe, dass ihr möglichst da abgesichert seid, beziehungsweise vielleicht noch nicht ganz so viele IoT-Geräte habt. Das ist nicht so schön, was da momentan passiert. Okay, einmal kurz durchatmen. Ich weiß, das war gerade sehr viel und ja, ich bin noch beim ersten Kaffee. Das heißt, es ist noch nicht gar nicht so schlimm hier. Das nächste richtet sich an die Hacker unter euch, also die Script-Kiddies, um genauer zu sein, denn die echten Hacker würden sowas wahrscheinlich nicht wirklich glauben, und nennt sich Hackboss. Hackboss ist eine Sammlung von verschiedenen Tools, also soll eine Sammlung von verschiedenen Tools sein, muss man schon richtig formulieren, und zwar die euch zum Beispiel Amazon Giftkarten, also Geschenkkarten, generieren per Gutscheincode. Das heißt, wenn ihr da auf den Button klickt, dann soll da so eine Gutscheinkarte aufploppen, die könnt ihr dann bei Amazon eintragen und dann habt ihr einen Gutschein mehr. Quasi gratis einkaufen bei Amazon. Es gibt aber auch ganz, ganz viele andere Sachen, zum Beispiel einen Facebook-Knacker, einen Instagram-Knacker und sowas wie Bitcoin-Adressen Brute Force. Ich verlinke euch die volle Liste an Sachen, die es kann, in der Beschreibung. Das Problem dabei ist natürlich, eigentlich kann das gar nichts. Ja? Eigentlich öffnet sich da eine hübsche grafische Oberfläche, ihr klickt auf den Button und dann habt ihr ein Virus. Also das ist alles. Das Ding ist halt einfach ein Virus. Ich wollte euch nur warnen, weil da ist scheinbar wirklich viel drin. Und die Kampagne von denen läuft auch schon seit 2014 oder 16 oder sowas. Und das ist schon eine ganz schöne Zeit. Das heißt, die wurden sehr lange nicht gefunden, verbreiten sich immer weiter und immer mehr Leute klicken darauf. Und natürlich haben die dann am Ende ein Virus und der macht alles Mögliche. Also der kann eine Ransomware sein, das heißt, der erpresst die Leute. Der kann sich aber auch weiter verbreiten über das lokale Netzwerk. Das heißt, er verbreitet sich wie ein Wurm. Er kann euch einfach nur ausspionieren und euch quasi erpressen. Also hey, ich habe dich beim Masturbieren gefilmt. Hier bitte überweist mir Bitcoin. Hier bitte einmal dafür sorgen, dass ihr diese Dateien nicht auf eurem Rechner habt und vielleicht mal einen Virenscanner oder sowas drüber laufen lassen. So, das nächste betrifft Apple. Also nicht die Apple-User, sondern die Firma Apple. Und das ist tatsächlich was nicht so häufig passiert. Denn Apple wird gerade erpresst, weil Hacker Blueprints geklaut haben, also quasi Baupläne von Apples Geräten, von allen internen Hardware-Daten und so weiter und so fort, von quasi ihren Patenten. Und jetzt soll Apple den Hackern 50 Millionen Dollar zahlen, dass die Dinger nicht veröffentlichen. Der Witz an der Sache ist, Apple selber wurde nicht gehackt, sondern ihr Zulieferer. Und das ist natürlich ein bisschen ekelhaft, weil Apple kann an sich nichts dafür, die werden aber trotzdem erpresst. Dass die Sachen echt sind, das kann man zumindest vermuten, denn die Hacker haben einige von diesen Blueprints einfach mal so ins Internet geladen. Also quasi 3 Bilder sind es gewesen, eins davon seht ihr hier. Und die wurden halt einfach veröffentlicht und Apple wird jetzt halt tatsächlich ordentlich erpresst hierbei. Okay, und damit kommen wir zu dem Hack der Woche, dem ersten Hack der Woche. Und ja, bitte beachtet einfach nicht, dass ich ersten gesagt habe. Wir kommen nachher nochmal zum Hack der Woche, weil es einfach so viel ist diese Woche und ich mich nicht entscheiden konnte. Okay? Und ja, was passiert ist, ist Folgendes. Signal ist ja eine App, wo ihr euch Nachrichten schreiben könnt. Und die Leute hinter Signal, die haben natürlich ein kleines bisschen Ahnung von Open Source, von aber auch natürlich Security und Verschlüsselung. Und die kritisieren natürlich, dass es Überwachungssoftware gibt. Da gibt es eine, die nennt sich Cellebrite. Und die wird weltweit ziemlich häufig eingesetzt, um eben die Bürger zu überwachen. Punkt hinten dran ist allerdings, diese Überwachungssoftware ist ziemlich schlecht abgesichert. Und die Macher von Signal dachten sich so, why not? Wir hacken die jetzt mal. Und haben quasi einen kompletten Post veröffentlicht, was da eigentlich passiert ist und dass es ziemlich übel ist, was Cellebrite eigentlich im Hintergrund macht. Das heißt, die spioniert euch aus, ist aber überhaupt nicht sicher. Und das ist schon ein kleines Armutszeugnis eigentlich. Signal hat zudem noch angekündigt, dass sie jetzt einige Dateien auf eurem Handy ablegen werden, in der zum Beispiel irgendwas einfach drinsteht, die aber niemals von Signal benutzt werden am Ende. Warum würde man sowas machen? Naja, ganz einfach. Wenn ihr überwacht werdet von so einer Überwachungssoftware, dann sind solche Dateien einfach da und man muss, wenn man euch wirklich überwachen möchte, diese Dateien irgendwie analysieren. Aber der Punkt ist, dass die einfach komplett zufällig sind und irgendwelche Bullshit-Informationen beinhalten und damit die Leute, die euch überwachen, ein kleines bisschen überlastet werden sollen. Denn wenn jeder sowas hat, dann muss man das natürlich für jeden analysieren und dann dauert das natürlich und man weiß nicht mehr, welches die echten Dateien sind. Also ist ziemlich clever.
Hallöchen, hier ist der Morpheus aus der Zukunft und ich bin gerade ein bisschen zerwuschelt, weil ich schon am Schneiden bin, aber es ist schon der erste Update-Fall sozusagen rausgekommen und zwar zu Cellebrite. Denn Cellebrite ist ja eine Überwachungssoftware, die eingesetzt wird, um Bürger zu überwachen. Das bedeutet, die Informationen, die man da verwendet oder bekommt, die werden vor Gericht verwendet gegen die Leute. Also irgendwie Straftatinformationen oder sowas. Und jetzt sieht es so aus, dadurch, dass Cellebrite ja unsicher ist, darf man das wahrscheinlich gar nicht mehr vor Gericht verwenden, weil es könnte ja Informationen sein, die aus einem Hack stammen. Das heißt, wenn jemanden anders irgendwie in Dreck ziehen möchte, dann kann er das halt einfach über diesen Hack machen. Das heißt, diese Informationen könnten fake sein, weil eben Cellebrite nicht sicher war und man darf sie nicht mehr vor Gericht verwenden. Und ich finde das einen sehr interessanten und wichtigen Gedanken, denn eigentlich kann jede Information, die man hat, falsche Spuren legen. Ja? Also ich kann jetzt hierher gehen und irgendwen anders hacken, dann über dessen Account quasi Spuren legen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, haufenweise Drogen konsumiere oder einen Anschlag plane oder sonst irgendwas. Und dann wird der deswegen verknackt. Und das ist halt genau die Logik, die sich hinter einem Hackerangriff auch verbergen kann. Das heißt, andere Leute werden beschuldigt, aber die eigentlichen Verbrecher, die halt nicht. Und das muss man sich ein bisschen überlegen. Ich finde das gut, dass hier Cellebrite definitiv so jetzt in der Kritik steht. Ich denke, das wird hoffentlich noch Wellen mit sich ziehen, denn solche Informationen müssen nicht immer verlässlich sein. Und damit machen wir was wir noch nie gemacht haben. Bevor wir zum zweiten Hack der Woche kommen, wollen wir uns angucken, wie der Cyberwar eigentlich diesen Monat war. Das heißt, der Cyberwar im April. Und hier habe ich natürlich euch ein paar News, die vorkommen, aber nicht ganz so viel wie im März. Das heißt, es ist nicht ganz so schlimm gewesen, trotzdem signifikant. Und zwar, wir fangen an mit China mal wieder. China hat einige Angriffe auf Vietnam gestartet. Und zwar nicht einfach vietnamesische Server, sondern vietnamesische Regierung und das Militär aus Vietnam. Das heißt schon wirklich Ziele, die ziemlich sensibel sind. Ja? Wenn man da Angriffe drauf macht, dann kann man das eigentlich schon fast als militärischen Angriff werten. Die Gruppe hinten dran nennt sich Goblin Panda oder Helsing, je nachdem wie man es nimmt. Die haben mehrere Namen immer. Und ist eben eine chinesische Gruppierung von Hackern, die eigentlich auch dem chinesischen Staat zugeordnet werden. Und was die gemacht haben, ist im Endeffekt, sie haben angegriffen wie üblich eigentlich. Das heißt, sie haben halt versucht, Schwachstellen zu finden, zu exploiten und dann eben irgendwie Informationen zu gewinnen. Was sie allerdings jetzt neu gemacht haben, ist, sie haben so viel Obfuscation draufgepackt. Das heißt, sie sind so gut getarnt gewesen, dass es scheinbar super schwer war, rauszufinden, dass sie wirklich irgendwie bösartig sind, dass da überhaupt eine Malware ist. Und diese Malware zu reverse engineeren, das heißt aus der Malware selber wieder Code rauszukriegen und rauszufinden, was da eigentlich gemacht wird. Das ist laut den Forschern von Kaspersky, die das untersucht haben, so unglaublich schwer gewesen wie eigentlich schon lange nicht mehr, beziehungsweise fast noch nie. Das heißt, die haben sich nochmal extra viel Mühe gegeben, nochmal zusätzlich getarnt zu sein. Und hier sehen wir eigentlich, wo es hingeht. Es geht nicht in einen offenen Cyberwar rein, wo man so viel Schaden wie möglich anrichten möchte, sondern es geht eigentlich mehr in diese Richtung, ich spioniere euch aus und will alle Informationen, die ich irgendwie bekommen kann. Ich will wirtschaftliche Informationen, ich will wissen, wie ist das Militär aufgestellt. Ich will alle Informationen haben, aber ich will nicht, dass ich gefunden werde. Das heißt, so ein quasi Spitzel einfach, der mittendrin steht. Und das macht ja auch Sinn, das hat man früher, also wenn man jetzt mal an Krieg denkt, das hat man ja früher auch gemacht. Man hat Spitzel eingeschleust und die mussten dann alle Informationen berichten. So geht es natürlich noch deutlich besser, denn über so IT-Netze kann man sehr, sehr viel mehr noch teilweise erreichen. Ist ein bisschen beängstigend, aber es geht natürlich noch weiter. Denn auch Nordkorea ist nicht ganz unschuldig, was diesen Cyberwar momentan angeht. Und zwar haben die Folgendes getan. Erstmal, also sie haben zwei Sachen getan. Erstmal haben sie einige Webseiten angegriffen, die Bitcoin als Zahlung akzeptieren und haben dort sozusagen die JavaScript-Datei versucht zu modifizieren. Das heißt, wenn ihr eine Zahlung habt, über Bitcoin zum Beispiel, dann müsst ihr natürlich irgendwo angeben, an welche Adresse diese Bitcoin am Ende geliefert werden. Und hier haben diese nordkoreanischen Hacker halt einfach ihre Adresse eingetragen und man vermutet, dass auch diese Gruppe eigentlich vom Staat gelenkt wird und dass die quasi so ein bisschen Finanzen in den nordkoreanischen Staat reinspülen sollten. Das ist nicht so tragisch, sage ich jetzt mal, aber ist natürlich trotzdem ein Angriff, wenn man es genau nimmt. Ging allerdings nicht auf Regierungsebenen, wie das China momentan immer macht, sondern es ging eher auf private Betreiber von Webseiten, die einfach Bitcoin als Zahlung akzeptieren. Das zweite, was Nordkorea allerdings gemacht hat, war auch eigentlich auf die Wirtschaft, wenn man es genau nimmt. Und zwar, sie haben Frachter attackiert, also so Frachtschiffe,
die quasi Ladung von A nach B transportieren sollen. Und hier haben sie quasi Schwachstellen ausgenutzt von diesen Frachtern und haben dort eine Malware installiert. Haben aber eigentlich damit nicht wirklich was gemacht. Also sie haben wahrscheinlich Informationen geklaut, aber sie haben jetzt nicht irgendwie was Böses gemacht, den Frachter umgeleitet oder irgendwelche komischen anderen Dinge, sondern sie haben halt wirklich einfach nur geschaut, dass sie möglichst wissen, was transportiert wird und teilweise auch an wen das transportiert wurde, falls solche Informationen dann vorhanden waren. Ja, also Nordkorea geht scheinbar eher auf die wirtschaftliche Ebene, während China halt tatsächlich Informationen über den Staat rausfinden möchte aktuell gerade. Aber es geht natürlich noch weiter, und zwar zwei weitere sehr große Akteure sind aktuell Russland und Amerika. Und Amerika sieht sich gerade so ein kleines bisschen in die Enge gedrängt. Ihr erinnert euch vielleicht immer noch an den Hack des Jahres von letztem Jahr. SolarWinds hat alles lahmgelegt, ja. Also nicht lahmgelegt in dem Sinne, sondern alles gehackt. Man hat herausgefunden, dass quasi diese Hacker von SolarWinds, die diese Schwachstelle ausgenutzt haben, überall drin waren. Die waren bei Steam, die waren aber auch im Pentagon und in sehr, sehr vielen amerikanischen Behörden vorhanden. Also die Hacker hatten wirklich viel Zugriff darauf. Und die Schwachstelle erkläre ich jetzt hier nicht nochmal, könnt ihr gerne euch das Video angucken von damals. Das Problem hinten dran ist natürlich, man muss irgendwie ihm die Schuld geben, ja, und man ging sehr, sehr lange davon aus, dass es Russland ist, und man geht immer noch davon aus, dass die russischen Hacker eben da hinten dran stehen. Das Problem ist jetzt, was macht man mit denen? So, man kann leider teilweise auch falsche Spuren legen, man kann aber auch natürlich seine Spuren nicht immer perfekt verwischen. Und Amerika geht jetzt stark davon aus, dass Russland diesen Hackerangriff gestartet hat, und Russland sagt natürlich, nein, waren wir nicht. Aber Joe Biden hat jetzt gesagt, okay, wir sanktionieren Russland hart. Das heißt, er hat gesagt, wegen diesem Hackerangriff fahren wir jetzt Sanktionen gegen Russland. Und ich finde das schwierig, weil es den Cyberwar so ein bisschen in eine andere Dimension anhebt. Ja? Das heißt, man geht hier schon den nächsten Schritt, man strebt wirtschaftliche Sanktionen an, und da geht man dann in eine politische Ebene. Ich glaube, das könnte gefährlich werden, aber ja, aktuell muss man natürlich trotzdem irgendwas machen, dass die Staaten nicht einfach weiter hacken, wie sie gerade Lust haben. Also ist eine ganz schwierige Situation. Ihr dürft mir gerne mal eure Meinung unten reinschreiben. Ich bin politisch jetzt nicht so mega der Experte, vor allem außenpolitisch bin ich gar nicht gut. Ich meine nur, man kann immer falsche Spuren legen. Das ist alles, was ich dazu sage. Und damit kommen wir zu dem zweiten Hack der Woche. Warum auch immer. Ich kann mich mal wieder, wie gesagt, nicht entscheiden. Und eigentlich, wenn man es fair betrachtet, sind das, was jetzt kommt, auch gleich zwei Sachen. Also eigentlich haben wir 3 Hacks der Woche. Aber das ist erstmal vor allem nicht wertend gemeint. Also bitte versteht das nicht falsch. Ich stehe nicht hinter den Aktionen, das sollte man vielleicht dazu sagen. Sondern ich finde sie die beeindruckendsten Dinger und sozusagen die Highlights, wenn man so möchte. Aber es geht um Folgendes, und zwar Anonymous ist momentan wieder etwas aktiver geworden. Und die haben jetzt 2 Sachen getan. Und zwar einmal, ihr kennt vielleicht die Partei Die Basis. Das sind quasi eine Partei aus Corona-Leugnern, so muss man es einfach sagen. Und naja, die haben halt ihre Mitgliederdaten eigentlich ungeschützt ins Netz gestellt. Das ist halt ein ziemlicher Fail, wenn man bedenkt, wie viele sensiblen Optionen da hinten dran hängen oder wie viele sensiblen Daten. Da sind eben sowas wie vollständige Anschrift, vollständige Namen und eben teilweise auch Personalausweisnummern, ja, und teilweise sogar wahrscheinlich noch die IBAN-Nummer, also die Bankdatennummer. Das sind Daten, die möchte man nicht im Netz haben. Ja, mit so einer IBAN-Nummer, mit einer Personalausweisnummer und mit dem vollständigen Namen kann auch ich in deren Namen ausfüllen, dass die in eine Partei wollen. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen, wenn ich solche Daten habe, und könnte die quasi in die Partei eintragen. Ja? Und das möchte man natürlich nicht. Das ist ziemlich schwierig, und ja, solche Informationen sollte man sehr gut schützen. Und naja, das Problem ist jetzt, die Basis hat das überhaupt nicht getan. Die haben quasi alle Dateien oder alle Daten quasi völlig ungeschützt ins Netz gestellt. Also kann man eigentlich nicht mal unbedingt von einem Hack reden. Das ist quasi genauso wie bei den Corona-Teststationen. Die waren auch komplett frei im Netz und jeder konnte darauf zugreifen, wenn er die richtige URL eingegeben hat. Ist ein bisschen sad natürlich, aber ja, ihr dürft mir gerne mal schreiben, was ihr dazu meint. Denn Anonymous hat jetzt Folgendes getan. Sie haben teilweise Mitglieder wirklich geleakt, also sie haben nicht irgendwie gesagt, das ist genau die Adresse, sondern sie haben halt den Namen veröffentlicht und dann ein Foto des Hauses. Ich finde sowas schwierig, weil solche Mitglieder von so einer Partei, die jetzt nicht gerade unumstritten ist, um da möglichst neutral zu bleiben, die sind natürlich dann auch teilweise vielleicht Angriffen ausgesetzt, und egal welche politische Meinung sie vertreten, sie sind trotzdem schützenswert. Ja? Das heißt, da kann es jetzt sein, dass irgendwelche Leute hinströmen sozusagen und dann irgendwelche bösen Sachen damit machen. Also
meiner Meinung nach ziemlich schwierig, das Ganze. Wie gesagt, ihr dürft mir gerne eure Meinung sagen. Das zweite, was jetzt Anonymous allerdings getan hat, ist schon fast wieder ein bisschen witzig, weil dadurch nicht wirklich ein Schaden, also zumindest kein großer Schaden entstanden ist, aber trotzdem ist es wie gesagt ein Hack und ich kann da nicht hinten dran stehen. Ich finde Hacken immer, wenn es zumindest unethisch gemacht wird, nicht in Ordnung. Das heißt, wenn man keine Schwachstellen sucht und sie repariert, dann ist es nicht in Ordnung. So einfach ist das. Und ja, es geht um die CSU. Das D in CSU steht für Digitalkompetenz, hieß der Artikel, fand ich ziemlich witzig. Denn der Punkt hinten dran ist folgendes. Die Registrierung bei der CSU, also wenn man Parteimitglied werden möchte oder wollte, dann konnte man das einfach so machen. Also da gab es keine Absicherung oder sowas, man musste nichts eintragen, man musste halt einfach die Sachen eintragen. Die IBAN-Adresse musste man eintragen, weil da muss man ja einen Parteibeitrag zahlen bei der CSU und der ist nicht gerade klein und so weiter und so fort. Und natürlich Name eintragen und es gab keine Absicherung, dass das kein Bot übernimmt. Und jetzt seht ihr schon, worauf ich hinaus möchte. Denn Anonymous hat jetzt hier tatsächlich gesagt, ey, wir starten einen Bot. Und der registriert sich bei der CSU circa 3000 Mal. Das heißt, die CSU hat sich gefreut, geil, 3000 neue Mitglieder, das ist ja der Wahnsinn. Aber in Wahrheit waren es Bots. Normalerweise würde man jetzt hierher gehen und zumindest ein Capture einführen. Oder aber man geht her und verifiziert die IBAN-Adresse. Und zwar richtig. Aber das haben die nicht gemacht. Man konnte da einfach irgendwelche Fantasiezahlen eintragen und die waren schon glücklich damit und haben die neuen Mitglieder begrüßt sozusagen. Ist natürlich fast ein bisschen amüsant. Ihr dürft mir aber gerne hier auch schreiben, was ihr dazu meint. Wie gesagt, ich finde, man sollte solche Schwachstellen eher melden, als sie zu exploiten. Ja. So, und damit verlassen wir das Feld des Hackings erstmal und gehen zur KI über, zu den KI-News. Und die machen wir gemeinsam mit Elon Musk. Also Elon Musk ist nicht hier, leider, aber er entwickelt natürlich gerade etwas, und zwar sein Projekt Neuralink. Er will quasi Menschen Chips ins Gehirn pflanzen. Ja, das ist kein Geheimnis, das hat er öffentlich gesagt. Also das mit Bill Gates ist eine andere Geschichte, das ist jetzt nicht unbedingt realistisch. Das mit Elon Musk ist deutlich realistischer, denn er hat tatsächlich einem Affen einen Chip ins Gehirn implantiert und der Affe konnte dann ein Spiel spielen am Computer, völlig ohne diesen Computer zu berühren. Das heißt, er hat einfach mit seinen Gedanken etwas gesteuert. Und das ist krass, also das ist schon ein ziemlich technologischer Fortschritt. Ganz kurz ausgeholt hier, warum muss man eigentlich ins Gehirn rein und warum kann man nicht einfach auf den Kopf was draufkleben sozusagen, wie so ein Headset oder so? Das Problem ist, ich kann hier quasi auch die Stromstärke meines Gehirns messen, wenn ich quasi mit EEGs hier auf meinem Gehirn irgendwas mache. Ja? Ich kann das schon, aber es ist sehr, sehr grob. Das heißt, wenn ich mir hier ein EEG aufsetze, dann erkennt das Ding, ob ich zum Beispiel gerade meinen Arm hebe oder den Arm senke. Es erkennt vielleicht auch, dass ich vielleicht nach oben gucke oder nach unten gucke oder sowas. Aber es erkennt nicht Feinheiten wie zum Beispiel, was ich gerade spreche oder was ich gerade denke. Das funktioniert einfach nicht. Es ist viel zu grob. Denn Neuronen, das, was man ja eigentlich messen möchte, die sind wirklich sehr, sehr klein. Und also das ist viel zu groß dafür, die sind wirklich nano-klein, ja. Und da muss man quasi ins Gehirn rein mit Nadeln messen, was da eigentlich gerade passiert. Das heißt, die Stromspannung sozusagen an den jeweiligen Neuronen messen oder zumindest an kleinen Bereichen messen. Und dann kann man damit quasi lernen, was das bedeutet. Das heißt, der Affe spielt mit einem echten Joystick und das Projekt, also dieses Neuralink, lernt, was das für ihn bedeutet. Denn jeder Mensch hat sein eigenes Gehirn und es funktioniert auch immer ein bisschen anders. Also nicht immer an jeder Stelle ist genau dasselbe Neuron. So einfach funktioniert das nicht. Es formt sich auch ständig um und man muss quasi diese KI ständig neu trainieren. So, und damit war man jetzt eben in der Lage, diesen Affen eben spielen zu lassen, ohne dass er wirklich spielt. Ziemlich krass. Jetzt wollen wir noch ganz kurz drüber reden. Macht sowas Sinn? Ist sowas nicht wahnsinnig gefährlich? Könnte da nicht ein Hacker in mein Gehirn rein und da irgendwas machen? Und die Antwort ist, wenn es nur in eine Richtung geht, ja, das heißt von meinem Gehirn in irgendwas anderes, dann kann dann Hacker erstmal nichts an eurem Gehirn machen. Was er machen könnte, und das wäre auch ziemlich fatal, das kam schon übrigens bei Herzschrittmachern vor, er könnte natürlich irgendwie die Stromspannung erhöhen oder sowas. Also das kam bei Herzschrittmachern tatsächlich vor und das ist nicht geil, das ist gar nicht geil. Und deswegen muss man das natürlich richtig absichern. Das zweite ist, warum braucht man sowas eigentlich? Also ich bin ziemlich glücklich mit meinen 2 Händen und meinen 2 Beinen und meinen funktionierenden Augen und Mund und so weiter. Aber es gibt Menschen, die können halt einfach nicht. Die können körperlich sich zum Beispiel nicht bewegen. Und wenn wir Prothesen haben, also zum Beispiel einen künstlichen Arm oder ein künstliches Bein oder irgendwas anderes, dann muss man irgendwie das Ganze trotzdem steuern können. Und um da wirklich irgendwie Haptik reinzubringen, also teilweise vielleicht auch
Gefühle, wenn ich jetzt so mache, ja, dann spüre ich meine Fingerkuppen. Das möchte man teilweise auch wieder im Gehirn haben. Das ist halt quasi nicht möglich, wenn ihr einfach nur einen Metallarm habt. Und mit so einem Chip wäre sowas wahrscheinlich eher möglich. Auch zum Beispiel eine feine Bewegung könnte man sehr viel eher machen. Das heißt, man kann da vielleicht davon ausgehen, dass zum Beispiel stark behinderte Menschen dadurch wieder laufen können oder sowas. Und das wäre natürlich schon irgendwie schön. Allerdings für die breite Gesellschaft würde ich das vielleicht nicht unbedingt machen wollen. Just saying, es kann was schief gehen, okay? Das ist immer noch das Gehirn und da passiert viel drin. So, und damit kommen wir ganz klassisch zum Fail der Woche, denn den hat die University of Minnesota begangen. Denn sie haben, also Linux erstmal ganz kurz erklärt, ist nicht irgendwie jetzt auf einem Server gehostet. Es gibt keine Firma, die Linux vertreibt, sondern Linux ist eine offene Software, braucht aber natürlich trotzdem Leute, die quasi Patches veröffentlichen. Das heißt, ich muss, wenn ich natürlich mein System aktualisiere und repariere, dann muss ich das natürlich trotzdem aus dem Internet bekommen. Und dazu gibt es Server, die häufig von Universitäten bereitgestellt werden. So eben auch von der University of Minnesota. Aber der Punkt ist hinten dran, die University of Minnesota hat die Patches absichtlich kaputt gemacht. Das heißt, die haben gesagt, ey, wir verbreiten jetzt hier quasi unsichere Patches und die waren dann halt auf manchen Systemen drauf, je nachdem, wo ihr euer Update herbekommen habt. Und die haben da eine ziemliche Rüge für bekommen, weil sowas ist nicht okay, auch nicht zu Forschungszwecken, denn immerhin haben die Leute nicht zugestimmt, dass sie solche Forschungskaninchen sein wollen. Mittlerweile haben sie es gelassen, sie hosten jetzt keine Software mehr für Linux und man kann sich wieder normal Updates ziehen, aber falls ihr bei der University of Minnesota gepatcht habt, dann lieber nochmal nachgucken, das ist ein bisschen schwierig gerade. So, und damit kommen wir zum Win der Woche und der geht diese Woche an die Corona-Warn-App, denn die hat ein fettes Update bekommen, die Corona-Warn-App 2.0 sozusagen, und ihr könnt damit jetzt auch in Restaurants einchecken, ihr könnt überall einchecken, wo man eben so einen QR-Code scannen kann. Jetzt denkt ihr, Mensch, das hat doch die Luca-App, warum haben wir das jetzt bei der Corona-Warn-App auch? Ja, richtig. Die Corona-Warn-App hat diese Pläne schon relativ lange, die sind einfach nur sehr langsam im Implementieren. Ja? Die brauchen für alles ein bisschen länger. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass die Corona-Warn-App ein vernünftiges Sicherheitskonzept hat. Denn ich habe eine Studie gelesen, dass viele von der deutschen Bevölkerung immer noch denken, Luca-App und Corona-Warn-App sind ungefähr gleich, was der Datenschutz angeht. Dem ist definitiv nicht so. Ja? Die Luca-App hat echte Mängel, große Mängel beim Datenschutz, die habe ich schon in einem separaten Video mal alle thematisiert und es kamen sogar noch einige weitere Problemzonen hinzu, die nicht unbedingt Datenschutz sind, aber sei es drum. Und das zweite ist, die Corona-App, die legt halt wirklich Wert darauf, dass keine Daten irgendwo landen, wo sie nicht landen müssen. Das heißt, wenn ihr eine App nutzt, dann nutzt bitte eher die Corona-Warn-App als die Luca-App, ja? Und jetzt, da die Corona-Warn-App sowieso alles hat, warum brauchen wir dann noch die Luca-App überhaupt? Das macht gar keinen Sinn. Und dann nochmal Corona-Sondermeldungen hier in den IT-Trends. Das ist eigentlich auch ein Win der Woche, wenn man es genau nimmt. Und zwar der digitale Impfausweis, ja, der soll ja quasi da sein, irgendwann mal bald. Man möchte sozusagen alle Impfungen dezentral haben, damit jeder quasi nachgucken kann, wer ist wann wie geimpft, aber trotzdem eben mit sehr guten Datenschutzvorkehrungen und allem drum und dran. Und da stehen gerade mehrere Ausschreibungen im Raum. Es stand auch mal im Raum, dass eben das Ganze mit 5 Blockchains gemacht werden soll. 5 Blockchains, warum auch immer. Aber das ist jetzt vom Tisch. Das Ganze wird trotzdem dezentral und es wird Open Source, das heißt komplett Open Source. Man kann alles nachgucken, was ich eine sehr, sehr gute Lösung finde, und dazu trägt man auch wirklich ein bisschen was bei, indem man sich quasi am Ende diesen Code anguckt. Dazu werde ich dann natürlich auch noch ein Video machen, wenn es denn mal soweit ist. Aktuell sind wir noch in der Debatte, was genau passiert, aber es geht schon mal in die richtige Richtung, was den Datenschutz angeht, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Und damit herzlich willkommen zu den Privacy News. Und ja, heute mit 2 Klagen, an denen ihr teilhaben könnt. Ihr könnt Facebook verklagen und ihr könnt TikTok verklagen. Das ist der interessante Part dabei. Zunächst einmal Facebook. Warum würde man Facebook verklagen wollen? Also es gibt viele Gründe, aber der Grund, warum hier Facebook als Sammelklage verklagt wird, ist im Endeffekt, es gab einen Leak von den Daten, und zwar sehr viele Telefonnummern, die man hinzugefügt hat vor 2020, wurden abgescraped, also quasi gesammelt einfach von Hackern und dann benutzt, um solche bösartigen SMS zu verschicken, wie ich das eben im letzten Video, in den letzten IT-Trends gesagt hatte. 533 Millionen ist wirklich verdammt viel. Und Facebook hat immer noch keine Pläne, ob sie sowas wirklich veröffentlichen wollen, beziehungsweise sie sagen, sie wollen es eigentlich niemandem sagen. Mittlerweile, glaube ich, haben es viele mitbekommen. Ich informiere da mehrmals drüber. Ich hoffe, dass es alle mitbekommen haben.
Facebook wurde quasi nicht gehackt, aber sie haben die Daten verloren, die eigentlich sicher sein sollten. Und deswegen kann man sie jetzt eigentlich auch verklagen, weil mit diesen Daten wurden Hacks angestellt, es sind quasi Spam-SMS auf euch eingeprasselt und ich habe auch eine bekommen, obwohl ich meine Nummer nicht bei Facebook hinterlegt hatte, wahrscheinlich weil jemand, der meine Nummer hat, das Ganze dann auch naja, angeklickt hat und dadurch infiziert wurde. Ich weiß nicht genau, wer es war, aber gut. Das zweite ist, TikTok hat jetzt auch eine Klage am Hals, denn es sind sehr, sehr viele Daten von Kindern bei TikTok gelandet. Natürlich, weil viele Jugendliche und eben Minderjährige das Ganze auch benutzen. Und das Problem ist, dass natürlich diese Daten eigentlich nicht da sein sollten, denn Videos von Minderjährigen, da muss erstmal jemand bestätigen, dass es auch wirklich erlaubt ist. Also dass quasi wirklich die Eltern sagen, yo, mein Kind darf das. Das kam in quasi keinem Fall vor und deswegen kann man jetzt auch TikTok verklagen. Ich finde das Ganze ziemlich interessant und amüsant. Vielleicht kann man da ein bisschen was rausholen sozusagen, damit die ein bisschen sehen, ey, Datenschutz ist schon wichtig. So, wird teuer, wenn ihr es nicht macht. Das ist quasi das Zeichen, was hier gesetzt werden soll und dieses Zeichen finde ich eigentlich echt vertretbar, muss ich sagen. Aber ihr könnt mir natürlich gerne eure Meinung wieder mal unten in die Kommentare schreiben. Das ganze Prinzip kennt ihr ja. Okay, und wir kommen in die Politik-News. Ich habe da mehrere Nachrichten für euch. Wollt ihr zuerst die gute oder die schlechte Nachricht? Je nachdem gibt es unten im Video die passende Timestamp dafür. Wir starten jetzt hier mit der schlechten Nachricht. Denn, ja, die gute EU-Kommission wird natürlich geleitet von der guten Ursula von der Leyen, auch bekannt als Zensursula. Und den Namen hat sie sich durchaus verdient gehabt, denn sie wollte damals schon im Jahr 2019 einige Zensuren realisieren, die man nicht unbedingt real haben möchte. Ja, jetzt hat sie einen neuen Antrag gestellt und der hat es auch in sich. Denn sie möchte nun tatsächlich im Namen des Kinderschutzes, also gegen Kinderpornografie, E-Mail-Verkehr überwachen lassen. Das bedeutet, jegliche E-Mail-Anbieter zu verpflichten, E-Mails zu kontrollieren, was da eigentlich genau drin steht. Also wenn jemand dann quasi kinderpornografisches Material per E-Mail verschickt, dann wird das automatisch gefunden und derjenige kann gemeldet werden und diese Person kann dann natürlich auch verknackt werden. Soweit so gut. Was die gute Frau von der Leyen leider nicht weiß, ist, wie leicht man eigentlich im Internet einen Messenger-Wechsel durchführen kann. Das heißt, wenn E-Mail überwacht wird, dann wechselt man einfach zu Signal. Wenn Signal überwacht wird, wechselt man einfach zu was Eigenem, zu was selbst gehostetem und dann hat derjenige keinen Einfluss mehr drauf. Das heißt, dann steht im Zweifelsfall der Server mit den Daten irgendwo im weiten Ausland, irgendwo nicht mehr in der EU und dann haben wir auch keine Reichweite mehr darauf. Das heißt, so ein Gesetz kann von vornherein eigentlich nicht funktionieren, beziehungsweise die Überwachung, die damit geschaffen wird, die führt nicht dazu, dass die Leute, die das tun, also die Straftäter sind, irgendwie gefasst werden, sondern es führt einfach nur dazu, dass man eine Massenüberwachung von Privatpersonen hat, die sich mit dem Thema nicht so gut auskennen. Das heißt, mich würde das nicht treffen, Straftäter würde das nicht treffen, aber eben meine Oma zum Beispiel, die würde überwacht werden vom Staat. Und ganz ehrlich, das muss nicht sein, das ist einfach nicht nötig. Ich werde hier wahrscheinlich in Zukunft noch ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen. Ich habe gestern mit jemandem von Save the Internet gesprochen und wir machen da eine Art schönes Video für euch. Das heißt, wenn ihr Bock habt, dann lasst gerne ein Abo da und klickt am besten auch auf die Glocke drauf, dann kriegt ihr es direkt als Benachrichtigung, wenn ich was hochlade. Okay, und willkommen zu der guten Nachricht in den Politik-News. Und ja, hier haben wir etwas sehr, sehr Schönes. Und zwar, die EU-Kommission kann auch gute Dinge machen. Zum Beispiel haben sie erkannt, dass künstliche Intelligenz für ziemlich starke Überwachung zuständig sein kann. Ihr seht, manchmal geht es pro Überwachung, manchmal ist es Kontraüberwachung. Jetzt ist es Kontraüberwachung. Ich weiß auch nicht genau, was sie damit vorhaben. Finde ich aber gut. Was sie hier machen wollen, ist nämlich Folgendes. In China gibt es ein Social Scoring System. Ich mache da noch ein separates Video zu und ja, ich weiß, ich bin der Ankündigungslord aktuell, aber es sind viele Themen und momentan ist die IT einfach überall. Ja, ihr merkt das an der Länge der IT-Trends und Folgendes passiert in China. Social Scoring System, kurz zusammengefasst, ihr bekommt einen Wert zugewiesen, wie gut ihr euch als Bürger verhaltet. Das heißt, ob ihr brav arbeiten geht, ob ihr krank seid, ob ihr vielleicht einen Burnout habt oder ob ihr ein wertvoller, guter Angestellter seid, ob ihr viel Alkohol kauft und vielleicht ein Alkoholproblem habt, upsie, oder ob ihr euch mit eurer Familie im Park trefft oder ob ihr immer nur am Zocken seid. All das fließt in euren Social Score in China ein. Und der bewertet sozusagen, was ihr alles machen dürft. Dürft ihr euch ein Auto ausleihen? Wenn ja, für wie viel? Also zahlt ihr quasi extra, weil ihr nur ein Zocker seid? Oder dürft ihr überhaupt nicht fahren, weil ihr zum Beispiel Alkoholiker seid? China sagt, dass das Ganze zu mehr Stabilität im Volk führt.
es ist im Endeffekt Überwachung, okay? Und genau solche Social Scoring Systeme möchte die EU jetzt komplett verbieten. Das heißt, sie wollen eine Schaffung von Richtlinien, die solche Systeme einhalten müssen, also generell Systeme, KI-Systeme einhalten müssen, damit sie eben nicht zur Überwachung genutzt werden können. Auch in der Debatte stehen biometrische Überwachung, das heißt wirklich auf euren Gesichtszügen basierende Überwachung, die eindeutig auf euch als Person zurückführbar ist und dadurch kann man sich dann eher anonym im öffentlichen Raum bewegen und so weiter und so fort. Die Kampfroboter hingegen wollen sie nicht verbieten. Also automatisierte Kampfroboter. Ist eine Frage, ob man das jetzt da reinzählen kann. Hat natürlich auch viel mit KI zu tun, aber es soll eine Liste erstellt werden mit allen KIs, die reguliert werden sollen. Und ich finde das eine sehr, sehr gute Sache. Das brauchen wir definitiv. Denn wenn im Gesetz verankert ist, es darf keine KI-basierte Überwachung geben, dann ist es zumindest schon mal ein Fortschritt und ein Schritt in die richtige Richtung, was die KIs angeht. Über den Rest reden wir nochmal, aber ihr wisst, wo die Timestamps sind, falls ihr hier zuerst wart. So, und damit wagen wir einen ganz kurzen Blick ins Ausland, und zwar in die Türkei rein. Denn die Türkei hat ganz kurz mal erlaubt gehabt und jetzt nicht mehr, und zwar Zahlungen mit Kryptowährung. Zahlung mit Kryptowährung, das bedeutet, man kann quasi sich mit Bitcoin oder mit Ethereum oder irgendeiner anderen Währung Dinge kaufen. Das ist bei uns Standard, also hier in der EU könnt ihr das eigentlich überall machen. Ihr könnt in den allermeisten Fällen Kryptowährungen zum Kauf einsetzen, was wirklich toll ist und sehr schnell geht, sehr komfortabel ist, je nachdem welche Kryptowährung ihr benutzt. Aber in der Türkei darf man das eben nicht. Die Frage ist eher, ob man sowas als Land überhaupt schaffen kann, Kryptowährungen zu verbieten. Denn als Türke könnte ich jetzt einfach hergehen und mich auf einer deutschen Börse anmelden und dort quasi meine Ausweispapiere hinschicken und dann könnte ich dort einkaufen gehen und mir dann halt Kryptowährungen besorgen. Ich kann damit halt nur in keinem Laden mehr in der Türkei bezahlen, aber der Rewe akzeptiert zum Beispiel auch keine Kryptowährung und ja, das ist halt einfach noch nicht so weit, aber das kommt immer mehr. Also ich sehe immer mehr Läden, wo dann auch wirklich Kryptos akzeptiert werden. Es gibt ja auch welche, die sind nicht so langsam, sondern ein bisschen schneller wie Bitcoin und halt teilweise auch viel, viel effizienter. Und ja, also es ist eigentlich, der Markt geht immer mehr in Richtung Kryptowährung, aber irgendwie die Türkei hat da keine Lust drauf. Und der Kurs von Bitcoin, den hat das einfach gar nicht gejuckt. So. Der ist einfach immer noch ein Weg und der geht nach oben. Und bevor wir zum Bericht der Woche kommen, kommen wir noch ganz kurz zum Aufreger der Woche. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, ich lasse euch das bewerten, aber ich habe so ein bisschen Zwiespalt bei diesem Thema. Und zwar geht es um das Bundeskriminalamt. Die haben jetzt angefangen, Emotet, also den Virus Emotet, der wirklich alles kann, ja, Ransomware, also Dateien verschlüsseln, euch erpressen, euch ausspionieren und so weiter und so fort. Kryptowährungen meinen auch dabei, alles dabei, ja. Und der Punkt hinten dran ist allerdings, das BKA geht jetzt wirklich her und entfernt Emotet von den infizierten Rechnern. Das bedeutet, sie müssen ja erstmal Zugriff auf euren Rechner bekommen, um Emotet zu entfernen von eurem Rechner. Das heißt, was sie machen ist im Endeffekt, sie nutzen die Schwachstelle, die Emotet quasi hinterlassen hat, also sie nutzen quasi Emotet, das bei euch auf dem Rechner drauf ist, aus, um euch zu hacken quasi. Und dann entfernen sie Emotet von eurem Rechner. Das ist irgendwie so ein Zwiespalt. Ich finde es geil, dass sie es entfernen, aber ich finde es nicht geil, wie sie es entfernen. Ja, ihr versteht, was ich meine, weil sie müssen euch erstmal hacken, bevor sie es entfernen können. Tatsächlich war das BKA international die erste Bundeskriminalanstalt, ja, oder generell polizeiliche Anstalt, die damit angefangen hat und dann kam immer mehr jetzt scheinbar hinterher. In Amerika fangen sie jetzt auch damit an. Ich finde es, wie gesagt, zwiegespalten. Es ist gut, dass es entfernt wird, aber es ist eben nicht gut, dass es über einen Hack passiert, um genau zu sein. So, und abschließend kommen wir zum Bericht der Woche und es geht nochmal über Bitcoin, beziehungsweise genauer gesagt über Bitcoin Mining. Denn es ist nun eine neue Sache im Umlauf, sozusagen eine neue Modeerscheinung. Bitcoin ist ja wirklich, wirklich krass gestiegen. Also man hat, wenn man sich eine Bitcoin vor einer Weile gekauft hat, wirklich über 100%, eher 600% oder noch mehr Steigung gehabt. Ja, man ist quasi wirklich rich geworden dadurch und man vermutet, dass Bitcoin noch mehr steigen wird. Das Problem hinten dran ist allerdings, jetzt werden gerade von Investoren sozusagen alte Powerplants aufgekauft. Das heißt, alte Anlagen, wo Strom produziert wird. Teilweise natürlich nicht mit erneuerbaren Energien, sondern mit fossilen Energien, also sowas wie Erdgas oder Kohle etc. Und die produzieren dann Strom und der Strom geht nicht an die Bevölkerung oder das, was man wirklich braucht, sondern er geht direkt in die Miner rein. Und so ist es zum Beispiel auch in New York.
Dort gibt es ein Kraftwerk in Dresden übrigens, also New York hat einen Stadtteil, der nennt sich Dresden, fand ich ziemlich witzig, wusste ich davor nicht. Aber dort steht ein Brennkraftwerk, das im Endeffekt fossile Energien nutzt, um Strom zu erzeugen. Und das läuft jetzt schon wieder ziemlich stark auf Hochtouren. Und wenn das Kraftwerk wirklich auf voller Kapazität laufen würde, was es aktuell noch nicht tut, aber sie planen es bald auf voller Kapazität laufen zu lassen, bis Ende nächsten Jahres soll die Leistung vervierfacht werden von dem Kraftwerk. Wenn es das tut, dann würde es ca. 1000 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre pusten, einfach nur für Bitcoin Mining. Und sie planen noch weitere Kraftwerke aufzukaufen und das noch ver-25-fachen bis zum Ende des Jahres 2025. Das heißt, man möchte das, was man aktuell hat, ver-25-fachen und noch mehr Bitcoin-Miner sozusagen ans Netzwerk anschließen. Jetzt ganz kurze Zusammenfassung, warum das eigentlich gar nicht mal nötig ist für Bitcoin. Denn Bitcoin läuft auch, wenn zum Beispiel nur 5 Leute in dem Netzwerk drin sind. Dann ist es nicht besonders sicher, das ist richtig. Aber mit so vielen Minern, die wir aktuell im Bitcoin-Netzwerk haben, brauchen wir nicht noch mehr Miner. Ja, wir brauchen nicht noch mehr Miner, um das ganze Netzwerk sicherer zu machen. Es wird natürlich sicherer, aber im Endeffekt wirklich einen großen Unterschied macht es aus Sicherheitsperspektive eigentlich nicht. Hier allerdings 1000 Millionen Tonnen mehr im Jahr in die Atmosphäre an CO2 zu pusten, das macht schon einen ganz schönen Unterschied für die Umwelt. Und ich bin mir nicht sicher, wie ihr das seht. In dem Fall würde ich sagen, das hat eigentlich keinen so großen Mehrwert. Unser Problem mit der Umwelt ist eigentlich aktuell drückender, als noch mehr Bitcoin-Security zu haben. Denn ich sehe nicht, wie irgendwie ein 51% Angriff gerade in nächster Zeit irgendwie möglich wäre. Allein von den Hardwarekosten ist das schon gar nicht mehr möglich. Sowas, oder von der verfügbaren Hardware ist sowas gar nicht mehr möglich. Und deswegen ist natürlich hier irgendwie so ein bisschen der Zweifel da, ob man das regulieren sollte. Auf der anderen Seite, wenn man es reguliert, dann müsste man auch Privatpersonen irgendwie regulieren. Es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und ihr dürft mir gerne mal eure Meinung zu dem ganzen Thema sagen. Ich verlinke euch natürlich den Artikel unten in der Beschreibung und ihr könnt dann mal selber nachlesen, was da eigentlich alles mit reinspielt. Da sind viele Themen angeschnitten, das ist gar nicht so schlecht. Und ja, von meiner Seite war es das wieder mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, wenn ihr Feedback habt, dann lasst mir gerne irgendwas da. Wenn es euch interessiert hat oder wenn ihr es toll fandet, dann wäre es super, wenn ihr das Video liken könntet oder teilen könntet und einfach an eure Freunde schicken. Vielleicht finden die ja auch noch ein, zwei Themen davon interessant. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.